Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Onlinehändler. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr Tweets auf Twitter am besten nutzt, um mehr Reichweite zu bekommen. Twitter gibt es schon lange, aber dennoch solltest du die Plattform gerade jetzt umso mehr nutzen. Denn auf Twitter kannst du schneller wachsen als auf allen anderen Social-Media-Plattformen. Die Möglichkeit, eine große Reichweite zu bekommen, ist extrem hoch und für dein Unternehmen Gold wert. Wenn du jetzt erfahren möchtest, wie du deine Tweets am besten nutzt, dann schau dir dieses Video jetzt bis zum Schluss an. Wähle am Anfang 3 Kategorien aus, über deren Inhalte du twittern möchtest. Natürlich sollten diese Kategorien zu deinem Unternehmen passen und deine Zielgruppe ansprechen. Das macht es zum einen viel einfacher für dich, Inhalte zu erstellen, da du nicht wahllos überlegen musst, was du als nächstes twittern könntest. Gleichzeitig wissen deine Follower, was sie von deinen Tweets erwarten können. Ein grober Richtwert für den schnellen Wachstum ist es, ca. 3 bis 5 Mal am Tag einen Inhalt, der wirklich Mehrwert gibt, zu twittern. Das können Texte sein, in denen du erklärst, wie etwas funktioniert. Das können persönliche Erfahrungsberichte oder Zitate sein. Wenn du jetzt denkst, das ist dir viel zu viel Content, so viel fällt mir auch gar nicht ein, dann kann ich dich jetzt beruhigen. Denn nicht jeder Tweet muss weltbewegend sein. Es reichen wirklich schon kurze Texte, die du alle schon vorbereiten kannst, denn es ist sehr wichtig, dass du konstant twitterst. Um deine Tweets geschickter vorauszuplanen, gibt es verschiedene Tools wie zum Beispiel TweetDeck, die du sogar kostenfrei nutzen kannst. Hier kannst du dir ganz einfach einen Wochenplan machen, um nicht in Verzug zu kommen. Um Inspiration für neue Tweets zu bekommen, empfehlen wir dir, eine Liste von Personen anzulegen, die genau deine Themen behandeln. Schau bei ihnen nach, worüber sie schreiben, und lass dich zu ähnlichen Tweets inspirieren. Aber pass darauf auf, nichts zu kopieren. Wenn du schon dabei bist, dann schreib dir auch direkt die Hashtags auf, die verwendet werden. Nutze diese Hashtags, um auch Menschen anzuziehen, die dir noch nicht folgen, aber sich für diese Themen interessieren. Wenn du etwas spontan bist, ist es auch sehr hilfreich, auf Trends zu reagieren. Wenn ein Trend in deinen Themenbereich passt, dann verfasse dazu Tweets mit den vorhergesehenen Hashtags. Ein Nachteil ist, dass sich Trends nicht gut vorausplanen lassen. Der Vorteil ist aber, dass sie ein hohes Potenzial haben, geteilt zu werden, um eben neue Follower zu generieren. Ein anderer Vorteil von der großen Menge an Tweets ist, dass du nach ca. 100 Tweets ganz genau siehst, welches Thema am besten angekommen ist. Denn es wird ganz sicher Tweets geben, die herausstehen werden. Diese Themen kannst du in Zukunft noch viel mehr und intensiver aufgreifen. Und andere Themen, die nicht so gut angekommen sind, kannst du in Zukunft besser auslassen. Beim Analysieren findest du außerdem heraus, welche Uhrzeit die effektivste war. Halte dich in Zukunft daran und deine Tweets werden automatisch von mehr Menschen gelesen. So filterst du mit der Zeit heraus, was deine Zielgruppe hören möchte und wie du am schnellsten und effektivsten wächst. Ein weiterer sehr nützlicher Tipp ist, ca. einmal die Woche einen Tweetstorm zu erstellen. Ein Tweetstorm ist eine ganze Serie von Tweets, die mit einer Nummer gekennzeichnet sind und ein Thema behandeln. Also quasi ein ganzer Artikel, der in ca. 12 Teile aufgeteilt wurde. Dabei ist der erste Tweet der wichtigste, denn er muss deine Follower ansprechen, um weiterzulesen und ihnen ins Auge springen. Das kannst du tun, indem du zum Beispiel etwas Provokantes oder Überraschendes schreibst. In dem Tweet kannst du außerdem Links zu deiner Webseite oder zu Produkten einbauen, natürlich nur, wenn sie zu dem Thema passen sollten. Außerdem kannst du am Ende des Artikels darauf aufmerksam machen, dass die Leser dich bei Fragen oder Hilfe einfach kontaktieren können. Wenn sich auch nur ein Tweet schnell verbreitet, ist die Chance sehr hoch, dass die Leser auf deine Seite gehen, um noch mehr von dir zu lesen und dir letztendlich auch folgen. Wenn du den Tweetstorm regelmäßig erstellst, wird es ein sehr mächtiges Instrument, um viele neue Follower zu bekommen. Passend zu deinem Thema kannst du auch schon größere Accounts in deinen Tweets erwähnen, um im besten Fall von ihnen retweetet zu werden. Das machst du, indem du dich zum Beispiel bei ihnen für gute Informationen bedankst. Natürlich sollten die Erwähnungen nur in positiven Zusammenhängen stattfinden. Das Design deiner Tweets spielt auch eine Rolle. Wir klicken automatisch auf Tweets, die uns auch optisch gefallen. Das fängt mit einer Gliederung an, Groß- und Kleinschreibung bis hin zu Emojis. Nimm dir einfach ein wenig Zeit, um deine Tweets auch optisch hervorzuheben. Wenn du all diese Hinweise beachtest, werden dein Account und deine Tweets nach und nach mehr Sichtbarkeit bekommen. Solltet ihr noch Fragen haben, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder meldet euch bei den Experten von eBakery. Die passende Seite dafür haben wir oben für euch verlinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in Zukunft noch mehr zu Social Media Themen erfahren möchtet, dann abonniert jetzt unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery Team.